Guten Morgen! Wie ihr seht, ist Dana gerade eben erst aufgestanden und hat es geschafft zu einer neuen Folge zu Pro vs. Con. Ich bin der Produzent, sie ist der Konsument und wir checken gemeinsam Musikvideos ab. Yes! Wo ich hier als vermeintlicher Superstar-Produzent abchecke, was hier vielleicht Besonderes gemacht wurde hier in den Produktionen. Und du als Konsument kannst sagen, ja, was war das? Oder kannst du es nochmal besser erklären? Oder wie haben die das vielleicht eigentlich hier gemacht? Und ich kann dich vor allem fragen, ja, was sind das denn hier für Fashion-Sachen? Denn du hast aber noch eine Spezialfähigkeit, das ist nämlich deine Fashionista-Skills, die du hier mal mitbringst und deine Beauty-Skills. Das heißt, du hast eigentlich 2 Bereiche, die du noch parallel mit abdeckst. Nicht nur einen. Ja, ein bisschen videotechnisch kenne ich mich vielleicht noch aus. Aber das war es dann auch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank auf jeden Fall für die über 45.000 Abos. Mittlerweile richtig krass. Und ich habe ja die Challenge schon aufgestellt, dass wir auf jeden Fall diesen Monat die 50.000 auf jeden Fall noch knacken sollten. Denn sonst wird's, Achtung, wird es dieses Jahr nämlich knapp mit den 100.000 Followern hier auf YouTube. Also Abonnenten. Das können wir dieses Jahr tatsächlich noch schaffen. Ihr müsst einfach nur euren Freunden sagen, dass sie diesen Kanal abonnieren sollen und dass dessen Freunden dann die irgendwie dann auch sagen, dass sie den Kanal abonnieren sollen und dann noch die ganzen Familienmitglieder von Oma bis zum kleinen Neffen. Ja, schnappt euch einfach von jedem das Handy, geht auf YouTube und klickt bei Rahim auf Abonnieren. Und Glöckchen an. Oh, und Glöckchen an. Für den Ehrenmann. Vielen, vielen Dank. Oh. Und wenn ihr dann dieses Video als erstes sehen, werden die sich wundern, was hier abgeht. Hi. Okay, ich schalte schon. Wir checken heute ab von Friend. G-Friend? Girlfriend? Girlfriend? Wahrscheinlich nur Friend, aber... oder? Wir hätten das gerade eben abchecken können vorher. Wieso haben wir das nicht gemacht? Wir sind immer so schnell in der Produktion, dass wir gar nicht eben abgucken. Auf jeden Fall mit dem Song Fever. Das ist die neuere Nummer. Die kam jetzt erst am 1.7. raus. Vor 2 Tagen. Genau. Ja. Ihr habt schon öfter geschrieben, dass wir was von denen abchecken sollen, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben. Nee, noch gar nicht. Wir kamen leider noch gar nicht dazu. Deswegen, als wir die neue Nummer gesehen haben, dachten wir, okay, jetzt setzen wir uns endlich mal ran und checken die ab. Und ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ich habe es noch nicht gesehen, noch nicht gehört. Ich auch nicht. Los geht's. Schon wieder Sounddesigner, Mann. Aber besser. Zumindest rauscht es nicht so laut. Ja, und man hört ihre Schritte. Sogar das Kleine. Ja, das war jetzt ein bisschen übertrieben. 지금 이 순간 후회 없이 보여주고 싶어 그저 네 심장에 뛰게 하고 싶어 눈부신 달빛 아래 열매와 같은 사랑을 하고 있어 너와 나 Hey. Die Hose, das ist die IMG-Hose. Aha. Krass, ey, ich liebe die ist so geil, aber die passt keinem richtigen Menschen. Sorry, aber... Hast du die schon angehabt? Oder Nein, aber wenn du dir mal die Bilder online anguckst, dann musst du 2 Meter groß sein und nur 20 Zentimeter breit. Sie ist sicherlich keine 2 Meter groß. Ja, okay, aber dann Vielleicht haben die die noch halt angepasst. Wobei es hier auch schon so aufliegend aussieht. Aber trotzdem, du musst mega schmal sein und so einen super flachen Bauch haben. Also für den 0815 Menschen ist sie nicht so geeignet. Aber ich liebe die trotzdem. Die ist so schön, oder? Ja. Okay. Also jetzt, ja. Guck mal, cool. Sie fällt auf jeden Fall auf. Ich meine, ich erinnere mich an die Zeiten, als man sowas tatsächlich einfach drunter anhatte und über jede Hose einfach rausgucken sollte und durfte und musste. Das waren so Post-2000er Tanga-Raushängen-Zeiten. Fand ich auch nicht schlecht. Ja, also ich war dann halt auch noch etwas jünger und natürlich Hormone und so. Da freut man sich über jegliche weibliche Anzüglichkeiten. Ja, und jetzt ist an der Hose angenäht. Wobei ist es relativ schnell dann auch schon wieder lächerlich. Vor allen Dingen, wenn dann die eigenen Lehrer das dann sogar so hatten. Ich hatte eine Lehrerin in der 5. Klasse, die sowas getragen hat. Ich hatte auch eine Lehrerin, wo man das mal gesehen hat. In der 5. Klasse. Oh mein Gott. Ja, du warst in der 5., nicht sie. Das wäre noch schlimmer. Ich, aber sie hat in der 5. Klasse unterrichtet. Oh. Ja.
das war halt Trend. Ja, was willst du machen? So, sie hatte jetzt hier auch die Bike-Shorts. Und auch vermeintlich basiert hier wie so eine bedruckte Strumpfhose. Gut. Kommen wir weiter mit dem Song. Ich bin gerade so super erstaunt, weil es halt direkt losging hier. Richtig sehr, sehr schnell und voll viel Power. Richtig schöne Stimmen auch. Aber gut, hören wir mal weiter. Hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Das ist auf jeden Fall Stimme und Instrument. Hatten wir letztens, wo wir nicht genau wussten. Aber hier ist es definitiv beides. Aber ich muss mal direkt was sagen. Irgendwie die Höhen, finde ich, sind für mich sehr spitz. Und dieses, was ist das, diese, nicht Rasseln, aber... Mhm. Das ist auch sehr spitz und sehr, geht sehr tief ins Ohr rein gerade. Ja. Ja, es ist so ein schellenartiger Sound, aber digital halt, deswegen kann ich das jetzt auch nicht genau bestimmen, aber ich denke, die Zuschauer wissen, was gemeint ist. Es ist sehr, sehr hohe. Setzt am besten da nochmal Kopfhörer auf. Es müssen nicht diese sein, diese sind aber unten verlinkt und Studio-Referenz-Kopfhörer, Standard, könnt ihr abchecken, sind unten verlinkt. Sind auch nicht so teuer wie Beats-Kopfhörer zum Beispiel und viel, viel besser dafür im Klang. Ja, das ist wirklich sehr, sehr hoch. Die haben das aber sehr bewusst wahrscheinlich so gemacht, ist es klar. Ja, also sowas hört jeder raus, gerade bei so großen Produktionen. Nur ob das dann dem Song so gut tut oder weiß ich nicht. Also, naja, aber wir hören mal weiter. Hyundai. The Power to... Keine Ahnung, weiß nicht, wie der Claim von ist. Ja, aber genau hier jetzt bei ihr in dem Part muss ich auch sagen, das ist schon sehr grenzwertig, wo die Stimmen angemischt oder wie die Stimmen gemischt sind und dass das wirklich so ein bisschen... wenn ich jetzt lauter machen würde, wäre es sehr unangenehm in den Ohren. Also da finde ich die Höhen tatsächlich auch bei ihr gerade hier. Du hörst ja sowieso viel lauter als ich. Ich bin bei 19,5 dB, du bist bei minus 12 und ich bei minus 19,5. Wenn es jetzt zu laut ist, sag. Ja, also nee, es geht. Es war nur eben, deswegen glaube ich, habe ich gerade die Höhen so spitz rausgehört. Nee, ich habe das auch sofort gehört. Ich wollte nur gucken, wie es weitergeht und nicht schon wieder unterbrechen, damit die Zuschauer nicht schimpfen, dass wir zu oft pausieren. Aber es gibt dann immer so viel zu sagen, dass wir es dann halt nicht anders umgehen können. Und zusätzlich ist es für uns eigentlich auch besser, weil die Videos dann eher nicht gesperrt werden. Wir haben auch immer Problematik hier mit den Copyright-Claims. Warum wir übrigens das BTS-Video, das neue Lights, nicht kommentieren werden, da das mit den japanischen Songs da einfach nochmal ganz anders ist. Die sperren die sofort. Deswegen lassen wir das leider. Wir gucken uns das aber auf jeden Fall privat an. Ja. Es gab eigentlich noch eine interessante Stelle hier. Und zwar die Instrumente. Wir haben ja vorher... Also hier läuft dann wie so ein Piano-Sound rückwärts. Also der Akkord, den man hört, der läuft rückwärts eigentlich raus. Da müssen wir im Hintergrund ganz genau hinhören. Und zwar... Und er leitet so für den Zuhörer unterbewusst einfach den Übergang ein zum nächsten Part. Das ist jetzt... man kann schon sagen, eine dezente Art, wie man das machen kann. Sonst nimmt man immer gerne so einen lauten Riser, der dann irgendwie so oder irgendwo so hinläuft. Aber hier hat es dann eben das harmoniegebende Instrument übernommen und das dann sehr subtil im Hintergrund eigentlich. Aber man nimmt das wahr. Also das sind auch so Produktionshandgriffe, die man da eben machen kann. Also hier ist zu viel Höhen drauf.
Und das sind nicht nur Höhen, da werden natürlich noch mehr Plugins und so weiter benutzt, wie so ein Exciter und sowas. Also Exciter heißt das genau, oder ja, Exciter meistens und dann eben nochmal in Kombination mit irgendwie Kompressoren und Limitern und EQs natürlich. Das macht man aber, um eben der Stimme so einen High-End-Exciter-Effekt auch zu geben. Man muss da halt immer nur aufpassen, dass man nicht drüber schießt. Ich hatte das bestes Beispiel, hört euch aktuell, auch wenn das nicht euer Genre ist, von Shindy Einfamilienhaus an, also EFH. Da bin ich komplett vom Stuhl gefahren. Was die mit der Stimme gemacht haben, war meiner Meinung nach komplette Katastrophe. Weil so wie die Stimme da in den Ohren klingt und wehtut und weiß ich nicht, also Exciter ohne Ende drauf. Richtige Katastrophe meiner Meinung nach. Guckt euch dieses Video gerne mal an, auch wenn es nicht euer Genre ist, aber ihr werdet da raushören, was ich meine. Wenn man das eben viel zu viel macht. Hier ist es nur selektiv und auch nicht so krass wie jetzt bei dem Shindy-Song, aber die wollten halt, dass es eben besonders schön klingt und pusht nochmal. Du guckst auf den Counter hier. Aber, ja. Geht nochmal runter. Oh, krasse Chord Progression hier. Da sind die richtig aus dem Schema rausgebrochen gerade. Also die Akkordfolge, die hintereinander kommt, hier jetzt. Hat so einen leichten Jazz-Charakter eigentlich schon. Dieses ganze Video durch sind die so voll ohne Gesichtsausdruck. Kann es sein? Ja, ein bisschen. Aber ich versuche echt irgendwie so auf die Stimmen krass zu achten und was gerade so mit der Musik passiert, weil sonst bin ich immer mega abgelenkt vom Video. Ja. Aber irgendwie, das holt sich nicht ab. Nee, weil es zischt so in meinen Ohren. Ich mach's so mal leiser einfach. Das hilft schon immer sehr viel. Ich mach dich mal hier auf 18. So. Aber würde mich interessieren, ob das jemand von euch vielleicht genauso sieht, genauso hört, dass es so sehr spitz ist gerade in den Ohren. Ich wette mit dir nicht. Wenn dann nur sehr, sehr wenige, weil die es dann meistens einfach auf Smartphone, Laptop und so weiter hören. Da fällt es dann nicht so krass auf, weil die Range von einem Speaker eines Smartphones oder eines Laptops einfach nicht so weit hochkommt, beziehungsweise auch nicht so tief kommt. Da ist das Ganze dann auch, je nachdem, wo ihr es dann hört und abhört, auch nochmal komprimiert. Also einfach komplett da nochmal eingeschränkt in dem, wo es eigentlich sonst wäre in der Produktion. Und da kann das sehr gut sein, dass viele es nicht hören. Das ist so wie, jetzt vor ein paar Tagen hatte ich von Julia Beautix, eine deutsche YouTuberin, sie hat 2 Songs rausgebracht und ich hatte beide Songs reviewed und analysiert und dann, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum der eine Song nicht so richtig aufgeht, aber irgendwas hat so gefehlt und ich habe auch erstmal gebraucht, bis ich dann drauf kam und da hatte ich das Video schon fertig gemacht. Das eine Video, der eine Song war in Mono hochgeladen. Das heißt, wir hatten nicht 2 Audiosignale, so eben rechts, links, sondern tatsächlich nur 1. Beziehungsweise es war wahrscheinlich, also es wurde beim Finalisieren des Videos rausgerendert als Mono. Und wenn man es dann auf YouTube hochlädt, macht YouTube zwar trotzdem 2 Spuren draus,
aber das Ausgangsmaterial war Mono. Und wenn das Mono ist, dann bleibt es Mono. Man kann aus Mono nicht einfach Stereo machen, so wie man das dann aus der Produktion kennt oder wie man es dann eben raus hat aus der Produktion. Und das ist weder Julia Beautix, also der Künstlerin, selber aufgefallen. Und das Video hatte schon, weiß ich nicht, 1 Million oder sowas gehabt fast. Oder eine halbe, irgendwie sowas. 1,5 Million. Und weder den Zuschauern noch. Also die haben das alle noch gefeiert, fanden toll. Manche meinten, ja, die andere Nummer finde ich ein bisschen besser. Also die tatsächlich in Stereo war. Aber manche meinten dann, oh ja, nee, ich fand die andere. Also das ist auch der Grund, warum ich den Kanal gestartet habe, dass die Leute einfach vielleicht noch wirklich sich nochmal Zeit nehmen, Musik zu hören und wirklich zu analysieren für sich. Mit ein bisschen Laienwissen kann man schon viel, viel mehr ausmachen, ob vielleicht irgendetwas in der Produktion gar nicht so professionell umgesetzt wurde oder vielleicht oder es daran liegt oder wegen einem gewissen Sound oder sowas einem vielleicht deswegen das so sehr gefällt oder nicht so sehr gefällt oder dass da irgendwie das auf dem Smartphone gar nicht so geil klingt, wie wenn man das jetzt mit Kopfhörern hört und so weiter, woran das genau liegt und so. Deswegen habe ich den Kanal ja gestartet. Und mit diesen Höhensachen, das habe ich beim Shindy-Song auch gehabt. Viele Leute meinten so, ja, genau das Gleiche habe ich auch gedacht oder danke für die Bestätigung, ich habe mich schon gewundert, was da los ist und so weiter. Aber es gibt dann immer so 2, 3, die dann immer sagen, nö, bei mir ist alles cool, also keine Ahnung. Jeder hört ja auch unterschiedlich. Ja, jeder hört anders, es kommt drauf an, hört man am Laptop, am Handy oder mit richtigen Speakern, mit Kopfhörern. Hörst du auf YouTube, hörst du auf Spotify mit Werbung, also schlechte Qualität oder Premium, bessere Qualität. Oder Tidal gibt es auch noch. Oder hörst du die CD sogar? Also es ist von so vielen Faktoren abhängig. Ja. Klar kann es nicht jeder gleich hören. Und vor allen Dingen, umso älter du bist, ja, umso weniger hörst du in den Höhen tatsächlich auch meistens, also wenn man so hier in den westlichen Ländern durch den Alltag und so weiter, durch die Lärmbelästigungen, die man so hat im Alltag, hört man viel, viel weniger. Oder wenn man zu viel Musik mit den Kopfhörern zu laut hört oder zu oft in den Club geht, ohne sich da irgendwelche Stöpsel reinzumachen, Schoner reinzumachen und so weiter. Das mache ich zum Beispiel immer. Immer wenn ich in den Club gehe, habe ich immer die Stöpsel sofort drin. Auch bei Konzerten. Und also ich kann das gar nicht so hören. Also ich habe da sofort ein Fiepen auf den Ohren. Und werde richtig so hibbelig und stressig, unruhig, super unruhig. Weil es dir so unangenehm auf den Ohren ist. Ja, also es ist für mich richtig Stress dann auch. Kriegt ja auch teilweise Schweißausbrüche. Also es ist richtig schlimm. Aber das ist halt, früher habe ich auch nicht so krass drauf geachtet, aber wenn man dann halt viel mit den Ohren natürlich macht und arbeitet, achtet man da dann irgendwie drauf. Und man gewöhnt sich auch an geringere Lautstärken zum Beispiel. Also man kennt das vielleicht am Morgen, wenn man da irgendwie sein Handywecker hört, ja, und der ist gar nicht auf volle Pulle gestellt, sondern auf halb oder so. Und das kommt einem vor, als würde der explodieren, weil das Gehör sich über Nacht nämlich wieder etwas regeneriert hat und einfach an die Ruhe gewöhnt ist. Und wenn du das gleiche Klingeln am Ende eines Tages hören würdest du denken, oh, ist ja gar nicht so laut vielleicht. Nur mal so als Beispiel. Ja, oder was ich zum Beispiel hasse, morgens nach dem Aufstehen direkt die Teller aus der Spülmaschine zu hören. Da kriege ich die Krätze. Und die Küche ist nicht mal in der Nähe. Das ist so etwas, was in meinem Schädel dann explodiert. So, wir haben zu viel gequatscht. Aber schöne Chöre auch wieder. Weil hier ist zum Beispiel so ein kleiner Riser drin, der diese Balenciaga? Das ist auch komplett mehrstimmig hier. Also da ist ein riesen Chor dahinter. Sehr, sehr viele Stimmen, die hier Harmonien hintersetzen, hinter die Hauptvocals. Aber so leise gemischt, gut komprimiert, also gut zusammensitzend, zusammengeklebt. Aber sehr subtil eigentlich. Also ich muss sagen, verhältnismäßig fällt es mir gar nicht, also könnte ich mir vorstellen, dass es einem normalen Zuhörer gar nicht so krass auffällt. Aber fast jeder Part ist immer mehrstimmig. Und gerade hier sehr, sehr stark.
Alles, der ganze Part, komplett mit Chor. Komplett. Was? Ja, dann kommen die mit so mega Power-Adlibs, aber die Gesichter sind immer noch so. Also ich werde nicht warm mit den Mädels, weil die einfach keinen Gesichtsausdruck haben. So, das ist echt... Ja, kommt auf den Shot an. Da ging es gerade ein bisschen. Aber ich habe gerade so krass auf die Kick oder was war das geachtet. War richtig so... Das wollte ich vorhin schon sagen. Hier in dem Part läuft die Melodie, die sie singt, quasi nochmal mit einem Instrument weiter, beziehungsweise, ja, der wiederholt das dann einfach nochmal so nach, dieses Instrument. Es läuft auch die ganze Zeit schon drunter, das Instrument. Aber es ist nicht so stark zu hören. Und es ist halt wieder so ein Produktionsgriff, dass diese Melodie einfach nochmal mehr Ausdruck bekommt, nochmal mehr Akzent draufgesetzt wird, weil sich das dann mehr einbrennt ins Gehirn. Auch interessant, weil hier läuft diese Melodie nämlich weiter, dieses also von diesem Instrument, aber sie singt jetzt eine andere Topline drüber, eine andere Melodie. Ja. Piano und Akustikgitarre, eine Western-String-Gitarre, würde ich sagen, ja. Oh, Leute, weiß nicht. An sich gut produziert und so, bis auf das mit den Stimmen, mit dem High-End-Exciter und so. Aber ich werde nicht warm gerade so bei denen. Ne? Ich auch nicht. Ich glaube, wenn, dann müssen wir uns nochmal eine andere Nummer von denen anhören. Das war jetzt wirklich die erste Nummer. Ne? Wir geben den Leuten immer einige Chancen. Aber, ja, klar, von einem Song kann man es ja auch nicht ausmachen. Ja, so. Gerade, nicht. Die machen so viele verschiedene Sachen immer alle. Da muss man sich schon mal 2, 3 Songs angehört haben. Ja, vor allen Dingen sind die teilweise so unterschiedlich, die Sachen, die sie gemacht haben. Ja. Da muss man echt einiges immer abchecken. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt, dass sie echt keine Expression so haben im Gesicht die ganze Zeit. Weil sie bewegen sich gut, sie singen gut aus, die Musik ist gut, die Hook ist gut, die Produktion ist gut. Also ich glaube echt, weil ich nicht mit denen emotionalisieren kann, weil die gucken so tot daher irgendwie teilweise. Und es tut mir leid, das zu sagen, aber für mich ist es so. Also ich nehme das gerade voll so auf. So ausdruckslos. Voll ausdruckslos. Aber warum? Das ist ja nicht jetzt ein K-Pop-Ding, dass die alle ausdruckslos gucken müssten in ihren Videos. Da sind teilweise immer nur wenige Shots dazwischen, so wie hier, während sie tanzen, dass sie ein bisschen Ausdruck haben, weil da wäre es aber ganz ehrlich, wenn du tanzt und es schaffst, noch ausdruckslos zu gucken, dann bist du tot. Dann bist du ein Zombie. Das kann ja nicht sein. Also wenn die da nicht wenigstens ein bisschen Ausdruck hätten, dann wüsste ich auch nicht. Oder sie waren unzufrieden mit dem Geld, was Hyundai denen bezahlt hat. Nee, also da werde ich echt nicht warm. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch mal ein paar Songs von denen abchecken, gerade weil ich sie hier oder weil sie mich hier jetzt nicht erreicht haben. Persönlich aber, sonst die Produktion ist gut, der Song ist gut. Aber das finde ich strange. Richtig awkward so. Ja, mich hat es auch irgendwie nicht so abgeholt. Aber es war auch, weil mich ja auch am Anfang hübsch. so die Höhen so gestört haben. Die sind mega hübsch und die haben auch voll coole Outfits immer wieder an. Eigentlich sage ich ja so, die Outfits müssen nur passen in dem Video, dann liebe ich den Song, aber
Die Outfits finde ich da auch mega geil, aber der Song, weiß ich nicht, kriegt mich nicht so ganz. Also ich bin echt gespannt auf ein paar andere Nummern von denen. Ja, der Song ist schon, doch, der ist eigentlich schon gut, aber jetzt, na gut, wir beenden das einfach hier. Ich glaube, hier holen die uns auch nicht mehr raus jetzt. Ja, wir müssen einfach eine andere Nummer von denen abchecken. Deswegen, ne, Leute, wie gesagt, wir geben den Leuten natürlich auch immer mehr Chancen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, um nicht zu verpassen, wenn wir das nächste Mal einen Song von den Ladies hier abchecken werden und ob wir dann unsere Meinung ändern. Es ist halt, wir sitzen immer sehr ehrlich hier und ja, es ist halt einfach so. Also wir müssen jeder hat einen anderen Geschmack. Definitiv, da spielt ja auch immer Geschmack auch immer mit bei der Musik und das ist, glaube ich, auch das Gute und Spannende dran. Ja. Ansonsten würde ich sagen, lasst ein Abo da und Glöckchen an für den Ehrenmann, das bin ich. Und vergesst aber auch nicht, Dana abzuchecken. Alle Verlinkungsgeschichten sind unten in der Beschreibung. Instagram, YouTube, Instagram, YouTube, Deine Instagram. Spotify-Playlist. Oh, meine Spotify. Rahims Weekly Top 20 Spotify-Playlist. Genau. Die ist abchecken, anklicken, abonnieren, wird wöchentlich aktualisiert. Ja, jetzt fängst du an zu starten. Genau, ich habe eine eigene Playlist, die wird wöchentlich jeden Freitag aktualisiert mit meinen Top 20 Songs. Freitag immer wirklich frisch, wo ja dann auch immer Release Friday ist von vielen, vielen Leuten in vielen, vielen verschiedenen Ländern. Aber das Besondere ist, dass ich auch mal so ein paar Sachen aus nicht so aktuellen Tagen reinpacke, egal ob es jetzt mal eine Woche, 2 oder ein Monat oder ein Jahr oder 10 sogar alt ist. Und vor allen Dingen auch aus jedem Genre. Da war letztens, keine Ahnung, irgendeine Jazznummer. Ich hatte irgendwas schönes Swing-mäßiges auch mal drin. K-Pop ist auch immer wieder mal drin. Und ich weiß auf jeden Fall, wen ich diese Woche K-Pop-mäßig da reinhauen werde. Ich auch. Und vielleicht sogar 2 Songs. Also ich fand beide sehr, sehr stark. Wer den Kanal schon abonniert hat und alles gesehen hat, weiß bestimmt auch, welche Songs. Ansonsten guckt gerne die Videos von dieser Woche, dann wisst ihr das nämlich auch. Und jetzt reicht's aber auch. Okay, tschüss. Tschüss, schönes Wochenende. Schönes Wochenende.